Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe wieder ein neues Experten-Replay für euch. Dieses Mal auf meiner Georgia. Freut euch auf die Runde. Ich mache hier 7 Kills. Wird auf jeden Fall bis zum Ende sehr spannend bleiben. Meine aktuelle Kapitänskillung zur Georgia blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben ein U-Boot, einen DD, 4 Kreuzer, 5 BBs und einen Flugzeugträger. Auf was muss man ein bisschen aufpassen in der Runde? Auf jeden Fall auf U-Boot, wegen den Pings, wegen dem Spotting. Mogador, möglicher Torp-Rush-Endgegner, also passt da gerade auf, wenn ihr an Inseln spielt, dass ihr hier nicht schnell rausgetoppt werdet. Sonst müsst ihr euch im Großen und Ganzen nicht so viel Sorgen bezüglich der Mogador machen. Dann haben wir natürlich einen Flugzeugträger, der uns mit Spotting relativ krass nerven kann. Sonst sind wir High-Tier, das ist natürlich ein Vorteil in so einem Match, weil ihr gerade mit einem 9er BB da sehr viele Vorteile habt. Ich bin jetzt schon CV-spotted, habe hier auch meinen Spotterblend gezogen, um auf die ersten Schiffe zu schießen. Mein Plan war jetzt hier eng an die Insel bei C zu fahren, um da Cross-Shots auf die B-Seite geben zu können, wenn der Gegner da hoch pusht. Das war so ein bisschen mein Plan. Krieg hier auch eine erste Salve mit 4000 Schaden. Gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich schon festgestellt, auf der anderen Seite haben wir da 2 Schiffe, die bei D reinfahren. Ich bin auch gespottet, weil der DD ist, so wie es aussieht, in D drinnen. Das macht es für mich relativ unangenehm, hier Crossshots zu geben, verdeckt zu sein. Ich kriege jetzt auch von der anderen Seite Shots, was äußerst unangenehm war. Ja, ich war auch ein bisschen im Fokus. Ihr merkt, es kommen viele Shots von beiden Seiten. Also das mit dem Crossfire sieht etwas schwierig aus. Krieg hier auch gleich einen Erstbrand, relativ ärgerlich. Aber die Iwami und die St. Louis haben hier schon etwas genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Krieg hier nochmal eine kleine Salve, bin jetzt bei 16k. Ist in Ordnung für die ersten paar Minuten, die ich im Spiel bin. Bin auch Planes spotted. Ihr merkt jetzt schon, ist jetzt nicht die Position, auf der ihr längerfristig verweilen wollt. Deswegen drehe ich hier auch raus. Versuche hier wieder wegzukommen. Ich meine, ihr habt mit der Georgia den verbesserten Heal. Deswegen sind die paar Brände, die ich bekommen habe, das bisschen HE, nicht so kritisch. Ich drehe jetzt raus. Crossfire auf B setze ich weiterhin. Krieg hier auch wieder eine kleine Salve. Ja, der Damage ist jetzt overall konstant, aber nicht sonderlich groß. Hier nochmal mit dem Backturret auf die Hipper geschossen, um so viel wie möglich an Schaden noch rauszukriegen. Krieg hier auch tatsächlich eine Zitadelle. Das war jetzt die erste Salve, die etwas geknallt hat. Man sagt ja nicht umsonst Backturret, Best Turret. Also da knallt manchmal die Dispersion gut einen raus. Jetzt fühle ich mich vom Positioning etwas besser aufgehoben. Bei C verlieren wir jetzt 2 Schiffe. Das ist nicht so Premium. Das heißt, die Flanke ist relativ unbesetzt. Ich gebe aber weiterhin Feuersupport auf B, weil da sehr viele Gegner sind. Zwar auf sehr viel Range, aber ich habe da jetzt nur mal meine Türme. Nächstes Schiff geht raus. Jetzt sind wir schon 3 Schiffe hinten. Also aktuell läuft es nicht wirklich gut für uns. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir schnellstmöglich hier auch mal ein paar Kills bekommen. Ich lauere hier im Deckungsschatten der Berge auf einen möglichst guten Schuss. Aber es bietet sich nicht so wirklich was an. Versuche jetzt hier mal Glück auf die Scharnhorst. Ob da was reingeht, aber ihr seht schon, der hat gebremst. Also die Salve wird höchstwahrscheinlich nicht viel einbringen. Jetzt pusht ihr die Rossier nach vorne. Habt da meine Möglichkeit gesehen, Feuersupport zu geben, um ihn möglicherweise rauszukriegen. Einer der wenigen 9er BBs. Flugzeugträger auch kurz über mir drüber, hat aber nicht wirklich Schaden angerichtet an mir. Ja, ich versuche jetzt hier die Ziele zu picken. Ihr seht schon, wo kommt möglicherweise ein Gamer-Turn.
Wer macht auf? Wo kann ich viel Schaden machen? Ja, alle gewinkelt, eher unangenehm. Aber die Metz macht jetzt hier einen Gamer-Turn. Und ich versuche den hier jetzt mit einer Salve zu bestrafen. Salve ist raus. Kommt gut. Sieht gut aus. Connected auch. 2 Hits. Death Strike auf die Metz. Also jetzt fängt es hier an, langsam garstig zu werden bei mir. Mit den Salven. Auch das Russen-BB dreht hier etwas auf. Versuche hier auch mein Glück mit Shots. Ich meine, mit ein paar Fullpins kriegen wir ja auch den Kill. Und das schaffen wir. Stauben hier bei der Rosia ab. 2. Kill also in dem Game. Und ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen rein. Bei A, zusammen mit meinem DD, der Benham, versuche ich jetzt hier Druck zu machen. D-Seite läuft nicht sonderlich gut. Wir müssen versuchen, hier die B-Seite zu clearen. Ich habe noch gute HP. Habe auch noch 4 Heals. Also ich bin noch gut aufgestellt. Und jetzt heißt es hier Schiffe rausnehmen, Ziele fokussieren, nach und nach den Gegner rausnehmen. Colorado war auch relativ low, deswegen habe ich nicht mehr auf den geschossen. Geht jetzt hier auch raus. Wir haben jetzt noch eine Ibuki, eine Ashitaka, eine Scharnhorst, eine Hipper auf der Seite zusammen mit dem U-Boot. Also doch noch viel Verkehr. Aber ihr seht, schiffstechnisch sind wir jetzt relativ weit hinten. Punktetechnisch sind wir hinten. Wir müssen jetzt was tun. Sonst wird das hier eine garstige Niederlage und das mag niemand. Hab hier leider nicht genügend Range mit meinem ASW, aber meine Benham, der gute alte Feed Enjoyer, toppt hier das erste BB raus. Und jetzt versuche ich ihnen hier zu helfen, gerade gegen das U-Boot mit meinem ASW versuche ich da nah ranzukommen und währenddessen selbstverständlich den Gegner unter Beschuss zu nehmen mit meinen Main Guns. Hipper ist hier ein unangenehmes Ziel, der steht hier an der Insel, sorgt dafür, dass meine Benham wieder rausgedrängt wird. Der muss halt einen sehr großen Bogen fahren. Deswegen war hier die Überlegung, möglicherweise die Hipper rauszunehmen als erstes Ziel. Und ich habe auch währenddessen geguckt, ob die Ibuki vielleicht einen Gamer-Turn macht und ich ihn da punishen kann. Solange ich nicht auf die Hipper schieße, habe ich mich jetzt erstmal für die Scharnhorst entschieden. Die ist halt im Nahkampf für mich relativ gefährlich mit den Torpedos. Deswegen möchte ich den hier schnellstmöglich rauskriegen. Zum Glück wurde ich auch nur viel HE gefarmt, das heißt, ich kann fast alles wieder reparieren. Ist ganz angenehm. Hipper piekt jetzt ein Stück raus. Das nutze ich jetzt hier mit meinen Guns, um ihn möglicherweise zu killen. Was ich leider nicht schaffe, lass hier 500 stehen. Äußerst ärgerlich. U-Boot ist jetzt spotted. Scharnhorst pusht jetzt rein, hat ein Torpedo gefressen. Meine Benham finisht hier die Hipper, damit ich nicht nochmal drauf schießen muss. Die Scharnhorst ist jetzt auf dem Weg auf mich drauf. Aber sind wir mal ehrlich, die 9k kriegen wir mit einer guten Salve locker runter von ihm. Und das schaffen wir auch. Hier der 3. Kill dann auf die Scharnhorst, sind jetzt knapp bei 100k Schaden. Und jetzt ist die Flanke hier durchbrochen von uns und wir können durchpushen auf die Ibuki und natürlich auch auf das Cap und das restliche Gegnerteam. Ibuki macht jetzt hier den Gamer-Turn. Ihr seht, ich habe meine Salve rausgehauen. Bisschen zu weit vorne, krieg hier nur Overpens, sehr ärgerlich. Der hat auch gut gebremst in dem Moment. Hat damit meine Salve gut weggedodged. Aber kriegt hier von einem anderen BB, ich glaube von der Colorado, noch eine gewischt. Ist jetzt damit auch relativ low. Ich gebe jetzt hier mein Bestes, ihn rauszunehmen. Da kommen auch schon die U-Boot-Torps, kriegt sie zum Glück gedodged, Hit aufs U-Boot. Also es passiert jetzt relativ viel. In dem Sinne, kriegt 4 Overpens auf die Buki, Flugzeugträger ist auch mit drauf, kriegt jetzt auch den Unterstützer. Hoisted Brock, besseren Reload, das ist in so einem Game
wo man doch hinten liegt, gar nicht so schlecht. Den besseren Reload. U-Boot geht jetzt auf. Ich tue mein nächstes ASW droppen. Krieg hier auch einen U-Boot-Torp ab. Äußerst unangenehm. Brand tickt auch gerade noch. Tue ich jetzt aber Disziplin. Und ihr seht, Ibuki ist low. Den versuche ich jetzt hier rauszukriegen. Warte auf seinen Turn, den er macht. Hab hier komischerweise HE geladen. Ich weiß nicht warum. Mit AP hätte ich ihn wahrscheinlich gekillt jetzt schon. Weil ich krieg 2 Pens. Und mit AP wäre er tot gewesen. Ich habe mich da selber gewundert. Krieg jetzt aber den U-Boot-Kill. Das war ein großes Stück Arbeit. Hier aber dann die Ibuki-Torpedos. Da nehme ich einen. Krieg jetzt auch ein Flooding ab. Sehr unangenehm. Ist leider auch Perma. Aber mein nächster Heal ist schon wieder ready. Den kann ich jetzt auch gleich ziehen. Krieg hier den Kill auf die Ibuki. Dieses Mal mit AP. Damit ist der Kraken freigelassen. Und der Flugzeugträger ist jetzt hier schon auf dem Weg nach Hause. Versucht hier wegzukommen. Ihr seht, ich habe jetzt in dem Push schon relativ viel HP verloren. Sei es durch Brände, Floodings, Torpedos, Flugzeugträger, also U-Boot-Torps. Also volles Programm. Mein Ziel ist jetzt, erstmal ins B-Cap zu fahren und Crossschutz zu geben auf die St. Louis, die hier meinem Flugzeugträger hinterherfährt. Und da möglicherweise unseren Flugzeugträger am Leben zu erhalten. Shots sind raus, da kommt jetzt auch der Flugzeugträger, der mich anfliegt. Die Torpedos werden relativ garstig sein. Mit Sicherheit, die kommen sehr gut. Und da seht ihr jetzt auch gleich, wie viel Schaden diese Torpedos machen. Ich kriege hier einfach mal knapp 20.000 Schaden von den Torps, äußerst unangenehm. Hau hier noch meine Salve raus. Ihr merkt auch, mein Reload ist ziemlich garstig mit ca. 15 Sekunden. Salve ist raus auf die St. Louis, krieg hier den Kill. Jetzt sehe ich hier die Iwami, die sich hier in eine sehr gefährliche Position begibt, nämlich Breitseite zu einer Georgia. Und ich zeige ihm auch gleich, was ich davon halte. Boom, 3 Zitadellen, Großkaliber, Death Strike auf die Iwami. Den habe ich mal richtig rausgenugt. Und damit haben wir Kill Nummer 7 geholt. Sind jetzt bei 7 Zitadellen, 2 Death Strikes, also läuft richtig gut. Punktetechnisch ist es noch relativ eng beisammen, muss man tatsächlich sagen. Wir haben jetzt hier versucht, den Flugzeugträger rauszukriegen. Wir spielen Cap gegen Cap, unser Flugzeugträger ist tot. Und jetzt versuche ich hier meine Salven auf den Flugzeugträger zu bekommen. Erste Salve ist raus. Und sieht eigentlich relativ gut aus. Aber geht leider drüber, 3 Overpens. Nur 4000 Schaden. Äußerst unangenehm, dass ich ihn da noch nicht gekillt bekommen habe. Also Versuch Nummer 2, Salve ist raus. Da kommen jetzt aber die Saipan Planes und ihr wisst, wie viel Schaden die machen. Also die können mich hier rausnehmen. Nächste Salve ist unterwegs. Ein Overpen, richtig viel Pech gehabt hier bei der Salve. Und die Torps kann ich nicht mehr dodgen. Gehe damit raus und ihr seht den Punktestand. Also das ist hier eine verdammt knappe Kiste. Wenn meine Benham hier noch den Kill holt, gewinnen wir die Runde. Wenn nicht, wird es relativ schwer. Ihr wisst, die Benham ist nicht gerade ein Gunboot. Also das ist hier eine richtig, richtig knappe Kiste. Wir sind bei 995 Punkten. Und da kriegt der Feed Enjoyer in der letzten Sekunde den Kill. Und damit holen wir die Runde nach einem guten Push über die Flanke. War verdammt close, dieses Game. Aber wir haben es nochmal geschafft zu drehen. Schauen wir auf den Endbildschirm. In dieser Runde haben wir 200.000 Schaden gemacht. 7 Kills, 7 Zitadellen, ein paar schöne Hits aufs U-Boot. Und selbstverständlich der Kraken, der Unterstützer und das Großkaliber und die 2 Death Strikes. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Wir haben in dieser Runde knapp 2600 Base EP gemacht. Warum nicht mehr? Klar, wir waren High-Tier, das heißt, wir bekommen nicht so viel Base XP, ist halt so. Aber das ist ungefähr die Range, die ihr erreichen müsst, um ein Effizienzabzeichen E auf der Georgia zu bekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Replay zur Georgia gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da.
oder auch einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen habt zum Schiff selber, zum Gameplay oder zur Skillung. Wenn ihr mich weiter supporten wollt, würde ich mich selbstverständlich über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.